Mein Gast heute ist Julian Sand, ein deutscher Investor, der seit inzwischen über 10 Jahren in Paraguay investiert, und heute sprechen wir über seine Erfahrungen. Hallo Julian. Hallo Markus. Julian, woher aus Deutschland kommst du ursprünglich? Das ist auch schon eine komplizierte Frage. Ich bin geboren in Hildesheim bei Hannover, habe da aber nie gewohnt. Da haben meine Großeltern gewohnt. Und dann haben wir gewohnt in Düsseldorf, in Nürnberg, in Frankfurt, in München, also im Norden, im Westen, im Süden. Das heißt, du warst immer schon gewohnt, sehr oft umzuziehen. Das heißt, es fiel dir auch leichter, dann das Land zu wechseln dann später. Genau. Also ich habe immer den Wohnsitz gewechselt. Und der Ort, an dem ich am längsten war, das ist Singapur. Ich war 14 Jahre in Singapur. Der Ort, an dem ich am zweitlängsten war, ist Asunción, jetzt mit gut 10 Jahren. Und in Deutschland, auch in der Schweiz, war ich maximal 5 Jahre an einem Ort. Das heißt, wie alt warst du, als du Deutschland verlassen hast und nach Singapur gegangen bist? Ich war vor Singapur 2 Jahre in Paris bei der Commerzbank. Okay. Und war davor in Frankfurt bei der Commerzbank, aber nur 10 Monate lang. Bin also sehr schnell ins Ausland gekommen. War dann 2 Jahre in Paris. Mit 24 bin ich eben aus Deutschland rausgegangen. Und dann mit gerade 27 nach Singapur. Wie war so dein Leben in Singapur? Wie waren da deine Eindrücke? Also Singapur ist fantastisch, muss man sagen. Singapur ist bis heute das Land, das mich in vielerlei Hinsicht am meisten beeindruckt auf der Welt. Es hat natürlich Vor- und Nachteile im täglichen Leben. Es ist sicherlich das Land mit dem effizientesten System weltweit. Es ist ein Land, in dem man als junger Mensch hinkommen kann und das, was früher der American Dream ist, das ist vielleicht heute der Singapore Dream. Also man kann da hinkommen, man kann sehr gut verdienen, die Steuern sind niedrig und es gibt Möglichkeiten in vielen Branchen. Damals, als ich da war in den 14 Jahren, gab es auch ein sehr hohes Wirtschaftswachstum, obwohl das Bruttosozialprodukt pro Kopf ja schon hoch war. Also wir hatten nicht das Bild von einem armen Land, das jetzt stark wächst, sondern ein Land, was schon reich war und trotzdem noch weiter gewachsen ist und dann pro Kopf einen Stand erreicht hat, der höher ist als Deutschland oder die Vereinigten Staaten. Und als du dich dann entschieden hast, wieder wegzugehen aus Singapur, hattest du da mehrere Länder auf dem Radar oder wie kamst du schlussendlich auf Paraguay? Also am Anfang kannte ich Paraguay überhaupt nicht. Ich habe mir die ganze Welt angeguckt. Es war damals so, das war die Zeit nach der großen Finanzkrise, wo man aus den Finanzmärkten raus wollte, nicht mehr abhängig sein wollte von diesen Katastrophenszenarien und stattdessen in Real Assets, also in reale Vermögenswerte investieren wollte. Und das war also eine Suche, wo gibt es das, was gibt es da in der Welt, was noch keiner entdeckt hat, wo es noch günstig ist, wo es eigentlich nur steigen kann. Und als erstes guckt man natürlich in Asien, aber in Asien gibt es viele Investoren. Asien ist immer auf dem Radarschirm. Und dazu kommt, dass zum Beispiel Investitionen in Land für Ausländer gar nicht möglich sind in Asien. In ganz Asien? In ganz Asien. Also es gibt kein Land, wo man als Ausländer wirklich einen Landtitel erwerben kann. Man kann Wohnungen kaufen, man kann manchmal mit einer Sondergenehmigung nach vielen Jahren durchkriegen. In Malaysia von einem Sultan muss das zum Beispiel genehmigt werden, dass man dann ein Stück Land haben darf für ein Haus. Aber das ist also als Investitionsziel ist das eigentlich nicht möglich. Man kann natürlich in Aktiengesellschaften investieren an der Börse, die jetzt auch wieder in Land investieren, aber als Einzelperson oder als private Investorengruppe kann man kein Eigentum an Land erwerben. Das heißt, du hast nach Ländern spezifisch gesucht, wo man Land erwerben konnte, als Ausländer auch? Genau, also für mich war ein Kriterium, dass ich als Ausländer keine Diskrimination erfahre durch Foreign Ownership Restrictions. Das war für mich eins von mehreren Killerkriterien bei meiner weltweiten Suche
nach einem neuen Standort für Investitionen und auch für mich selbst. Und da gibt es eine Reihe an Kriterien. Es muss einem ja gefallen, da zu leben, und es muss interessant sein als Investor. Es muss also Gelegenheiten bieten. Welche Optionen hattest du da in der engeren Auswahl, bevor dann schlussendlich Paraguay als Ergebnis dabei rauskam? Gut, zunächst mal hat man ja die Länder, die um Singapur herum liegen, im Blick, wo man zwar kein Land erwerben kann, wo es aber auch sehr gute andere Investitionsmöglichkeiten gibt. Also Sie haben ja die ganzen Tigerstaaten, man hat China, ich kannte die ganzen Länder, ich war ja die 14 Jahre in Singapur. Da ist man nicht wirklich so sehr in Singapur aktiv, sondern man ist ja meistens, Singapur ist das Finanzzentrum für die Region, man ist also da überwiegend in den ganzen umliegenden Ländern aktiv. Das heißt, da gab es schon und gibt es auch immer noch gute Gelegenheiten. Aber was da fehlt, ist, dass man als Ausländer, der sich niederlässt, Sie können praktisch nie die Staatsbürgerschaft bekommen. Sie können zwar eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, die ist aber maximal 3 Jahre, die kann dann auch verfallen, da kann es eine Regeländerung geben, sodass man dann keine neue Aufenthaltsgenehmigung bekommt, theoretisch in den Ländern. Also da ist viel von der Willkür abhängig, von den Regierungen. Das sind Nachteile. Und wenn man es dann schafft, wie gesagt, dann ist in den meisten Ländern, also man kann zunächst mal kein Land kaufen, und in vielen Ländern muss man, wenn man eine Aktiengesellschaft hat, einen lokalen Partner zwangsweise haben. Das hört sich zunächst mal vielleicht nicht so schlimm an. Nachteil ist aber, dass der lokale Partner seine Anteile meistens quasi umsonst haben möchte, weil er ja weiß, dass er da drin sein muss oder irgendein anderer. Und es ist eben dann oft so, dass Leute da hinkommen und lokale Partner nehmen und dann oft von den lokalen Partnern dann auch im schlimmsten Fall betrogen werden, und im besten Fall haben die lokalen Partner halt einen Freeride. Und als du dann Lateinamerika für dich auserwählt hattest, war Paraguay sofort klar für dich oder gab es da eine Alternative auch? Paraguay war zunächst nicht klar. Es war eigentlich nicht auf dem ersten Platz meiner Liste an potenziellen Zielen. Also auf Platz 1 war Uruguay. Uruguay ist man muss sagen, weiterentwickeltes Land als Paraguay. Es ist auch klein, hat auch ein vorteilhaftes Steuersystem. Es ist klimatisch und kulturell vielleicht noch näher an Europa dran. Ein anderes Land, was ich mir angeguckt habe, war Panama, aber ich wollte dann auch kein äquatorialtropisches Klima mehr haben. Ich hatte 14 Jahre in Singapur, das liegt direkt am Äquator, und das ist halt ein Klima, wo man das ganze Jahr, da gibt es praktisch keine Jahreszeiten, man geht raus, man schwitzt sofort, und das eben ohne Pause. Und das Gleiche ist dann auch wieder in Panama. Das war also schon ein Punkt, der mir da nicht wirklich gefallen hat. Panama bietet sich ja auch Gelegenheiten, aber so, dann habe ich mir eben die 3 Länder angeguckt. Ich habe mir auch einige andere angeguckt auf dem Weg. Ein weiteres Kriterium war für mich das territoriale Steuerprinzip. Das war für mich eigentlich auch ein Killerkriterium, wenn ein Land das nicht hat. Und das bedeutet, dass man in dem Land nur steuerpflichtig ist mit dem, was man in dem Land erwirtschaftet. Es gibt auf der Welt 35 Länder, die das Steuerprinzip haben, eben auch Uruguay und Panama, wobei das bei Uruguay mittlerweile leicht eingeschränkt ist. Das bedeutet, dass ich also für internationale Investitionen den lokalen Behörden überhaupt gar keine Dokumente vorlegen muss. Ich bin also frei von der Bürokratie und frei von den Zahlungen, die dann in anderen Ländern eben erfolgen. Das heißt, du warst so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Uruguay und Paraguay am Schluss. Genau, also Uruguay und Paraguay waren dann die engsten Kandidaten. Ich dachte, als ich die erste Reise gemacht habe, dass es wahrscheinlich Uruguay wird. Ich habe mir aber dann die beiden Länder angeguckt, und in Paraguay ist einfach mehr los, da ist mehr Leben, da ist noch mehr zu machen. Einmal ist es eine jüngere Bevölkerung, es ist weniger entwickelt, was aber bedeutet, dass es mehr Gelegenheiten gibt. Uruguay ist ein sehr ruhiges Land, also das ist sicherlich ideal für jemanden, der schon, ich sage jetzt mal, in Rente gehen möchte und ein Land haben möchte, eine Kultur haben möchte, die relativ ähnlich ist der europäischen. Aber hier in Paraguay war es irgendwo faszinierender. Also es war irgendwo ein bisschen mehr Goldgräberstimmung, gerade auch in der damaligen Zeit. Das war
starker Aufschwung, der da angefangen hat. Meine erste Reise war in 2010. Und dieser starke Aufschwung ging ja auch weiter mit teilweise zweistelligem Wirtschaftswachstum bis 2014. Und das hat man also spüren können, diese Gelegenheit auf meinen ersten Reisen. Ja, also man spürte damals viel Optimismus und das, wie gesagt, hat mich schon irgendwo fasziniert. Und auch so das andere ist dann, wenn man abends weggeht, sich die Stadt anguckt, war es irgendwo interessanter. Und als du dann in Paraguay dich installiert hattest, hast du dann relativ schnell angefangen zu investieren oder hast du dir Zeit gelassen? Also ich habe sofort angefangen im Bereich Immobilien. Ich habe mir ein großes Haus gekauft in Asunción, ein großes Haus dann direkt am See, in San Bernardino, 40 Kilometer entfernt. Es war auch immer ein Traum, eine große Villa direkt an erster Linie an einem See oder am Meer zu haben, Kindheitstraum. Und das war damals wirklich so unglaublich günstig hier, dass man das sich dann eben einfach auch sofort erfüllen konnte. Und hast du dann angefangen auch in Asunción operativ geschäftlich zu arbeiten oder hast du einfach nur in Immobilien investiert in den Anfängen? Ich habe dann in Agrarland investiert, angefangen in verschiedene Entwicklungsgrundstücke zu investieren. In welchem Gebiet des Landes Agrarland? Also die Agrargrundstücke, das war einmal im Chaco, was aber nicht gut gegangen ist. Da gab es ein Titelproblem. Dann in Arroyos y Esteros, das ist 70 Kilometer entfernt von hier. Das war ein ganz gutes Investment, obwohl hätte ich da sofort am Anfang investiert, wäre es nochmal deutlich günstiger gewesen. Ich hätte mehr gewonnen. Also die Preise gingen damals, als ich angekommen bin, sehr schnell und sehr stark nach oben, sodass man, wenn man 1-2 Jahre später investiert hat, dann nur noch so das Schwanzende des Aufschwungs, des großen Aufschwungs mitbekommen hat. Also am Anfang ging alles sehr stark nach oben. Dann im Umland von San Bernardino einige Grundstücke. Also das waren die Immobilieninvestments in der Anfangsphase. Und dann habe ich eben angefangen, auch nach sonstigen lokalen Investitionsmöglichkeiten zu schauen. Ich habe also relativ bald an der lokalen Börse in Asunción investiert. Es gibt hier auch eine kleine Börse. Es ist angeblich die drittkleinste der Welt. Laos und Kambodscha sind noch kleiner. Aber das macht nichts. Ich bin ja kein internationaler Fonds, sondern als Privatperson ist die Börse in Asunción groß genug. Und da gab es gerade damals interessante Gelegenheiten auch. Und dann ging es weiter, dann lernte man eben mehr lokale Unternehmer kennen und habe dann auch angefangen, in lokale Firmen zu investieren. Also überwiegend sagen wir, lokaler Mittelstand kann man das vielleicht nennen. Lass uns mal im Detail vielleicht zurückgehen. Du kamst hierher, das heißt, du hast relativ schnell am Anfang im Chaco eine Rinderfarm, die du gekauft hast? Das war ein reines, noch unentwickeltes Grundstück. Okay. Das heißt, ein großes Grundstück im Chaco und parallel dazu ein Haus in San Bernardino und ein Haus in Asunción. Und in Asunción und in San Bernardino hat das funktioniert problemlos, aber im Chaco, sagst du, gab es hast du eine schlechte Erfahrung? Kannst du ein bisschen erzählen? Also im Chaco gibt es eine Reihe von möglichen Problemen mit den Landtiteln. Das heißt nicht, dass das überall so ist. Es gibt im Chaco sehr gute Investitionsmöglichkeiten. Man muss aber das analysieren. Das muss man analysieren zusammen mit das Wichtigste dabei ist der Notar. Es war mir damals noch nicht ganz klar, dass es gute und schlechte Notare gibt, weil man sowohl in Deutschland als auch in Singapur also auf jeden Notar vertrauen kann und auch aufs Grundbuch vertrauen kann. Das Problem ist, dass man in Paraguay gibt es kein Grundbuch, das vergleichbar ist mit dem deutschen Grundbuch, das also eine übergeordnete Gültigkeit hat. Das heißt, dass das Grundbuch nach deutschem Recht, das, was da drin ist, ist richtig. Und wenn jemand meint, das ist nicht richtig, dann muss er erstmal da seine Ansprüche durchsetzen, kann aber normalerweise dann eine Transaktion, außer wenn sie bösgläubig ist, kann er sie nicht rückgängig machen. Das heißt, der gutgläubige Erwerb hat in Deutschland Vorrang. Und hier in Paraguay sind die Rechtsverhältnisse anders.
Ja, das heißt also, es ist möglich, dass man irgendwas kauft, dass ein Notar, der das nicht alles ganz genau prüft, das alles abzeichnet und am Ende hat man dann eine sogenannte Superposition, nennt sich das, also eine Überlagerung von mehreren Grundstücken. Der Grund dafür ist dass der Chaco ist auch selbst heute noch weitgehend unbewohnt. Der Chaco, muss man dazu wissen, macht 60% der Fläche aus von Paraguay. Und Paraguay ist größer als Deutschland und die Schweiz zusammen. Das heißt, der Chaco ist riesengroß. Es wohnen aber im ganzen Chaco nur 200.000 Leute. Also es ist sehr dünn besiedelt. Es gibt einige kleinere Städte von deutschen Mennoniten. Und ansonsten gibt es eigentlich nur ein paar winzige Dörfchen und dann riesige Flächen, wo niemand wohnt. Und diese Flächen wurden irgendwann mal zugeteilt vom Staat. Die gehörten ursprünglich alle dem Staat. Der Staat hat die zugeteilt in verschiedenen Epochen. Da gab es verschiedene Präsidenten, die das ihren Günstlingen zugeteilt haben. Und es wurde alles schlampig gemacht. Es wurde irgendwo eine Urkunde ausgestellt, ein Dekret ausgestellt auf Papierstücken. Es gab also damals überhaupt kein Amt, wo alles auf einer einheitlichen Karte, nicht mal auf einer analogen Karte auf Papier dargestellt wurde. Und dann gab es Irrtümer bei den Koordinaten. Es gab also verschiedene Arten von Irrtümern. Das ist ein Grund. Das heißt, aus dieser Entwicklung sind die Überlappungen entstanden. Und jetzt kommt das nächste dazu, weil es aber schon diese Überlappungen gibt, haben dann Betrüger Titel fabriziert, falsche Titel fabriziert. Man konnte ja alles nicht prüfen. Das heißt, wer einen solchen falschen Titel kauft, kann dann auch sein ganzes Geld verlieren. Und um das zu verhindern, muss man auf jeden Fall mit einem, also gerade wenn es eine größere Investition ist, mit einem der Top-Notare zusammenarbeiten. Die Top-Notare kennen schon aus dem Gedächtnis jedes einzelne größere Grundstück im Chaco. Die haben also eine Historie in ihren Notarbüros. Oft haben die großen bekannten Notare das von ihren Vätern, ihren Großvätern schon die Kanzlei geerbt. Das heißt, da ist also eine Historie über Generationen und das ist quasi ein Archiv, was nicht nur in Papierform, sondern auch in Gedächtnisform besteht. Das heißt, die wissen auch schon und hören auch schon, wo betrogen wird, wo es welche Probleme gibt. Das heißt, du hast einen Notariatsakt unterschrieben für einen Grundstückskauf, hast bezahlt auch? Ja, genau. Und wie merkst du dann, dass dir das nicht gehört? Weil du hattest dir ein unbebautes, leeres Grundstück gekauft. Genau, das merkt man dann eben erst nach einer relativ langen Zeit. Wie lange hat das gedauert bei dir? Das nicht ganz so in Ordnung war, wie ich gedacht habe. Das hat also ungefähr ein Jahr gedauert. Ja. Und wie kommt man da darauf? Da kommt dann jemand und sagt, du, Vorsicht, das ist meins, oder wie merkt man das? Genau, also man schickt dann doch mal jemanden hin zum Gucken und dann plötzlich wird eine andere Aktivität beobachtet. Ja. Und was da passiert ist, die haben das also zweimal verkauft. Dasselbe Grundstück zweimal verkauft. Das heißt, es ging gar nicht um eine Überlappung, sondern das war wirklich einfach von Seiten des Verkäufern kein Fehler, sondern pure Absicht in diesem Fall. Genau. Das war von Seiten der Verkäufer war das Absicht. Genau. Okay. Und dann muss man prozessieren und das ist eben nicht so leicht. Aber wie ist das möglich? Weil das heißt, der verkauft es einmal über einen Notar und ein zweites Mal wieder über einen anderen Notar in diesem Fall. Genau, also ich vermute, dass der zweite Notar bestochen wurde oder irgendwo da ein Komplize war. Ohne Komplizenschaft eines Notars ist das eigentlich nicht möglich, oder? Ohne Komplizenschaft ist das nicht möglich. Ja, okay. Genau, also das ist eben das, was man hier wissen muss, dass man auf jeden Fall mit Notaren zusammenarbeitet, die einen sehr guten Ruf haben und seit vielen Jahren, am besten seit Generationen, schon tätig sind. Und dann gibt es auch Notare, die speziell für bestimmte Regionen einen guten Ruf haben. Ja, also die sagen wir, wo man weiß, die kennen zum Beispiel den Chaco oder andere Notare kennen wieder andere Regionen sehr gut, weil sie da überwiegend tätig sind. Und wie geht das dann weiter? Das heißt, du merkst das, fällst natürlich aus allen Wolken erstmal
Bist du dann gerichtlich da vorgegangen oder kann man da was machen? Genau, dann muss man gerichtlich dagegen vorgehen und das zieht sich dann über viele, viele, viele Jahre hin. Okay. Und da muss man versuchen, eine Einigung auf irgendeine Art zu bekommen. Damit das Geld irgendwie wieder zurückkommt. Um das Geld zurückzubekommen oder zumindest einen Teil wieder zurückzubekommen. Und wie ging das dann aus? Also, das läuft immer noch seit 10 Jahren jetzt. Nein. Ja. Okay. Das läuft immer noch seit 10 Jahren. Ja. Du hast noch keine, obwohl du alles belegt und dokumentiert hast. Genau. Aber du bist in der 2. oder 3. Instanz oder? Ja, also, genau. Das ist immer noch nicht abgeschlossen. Es ist immer noch nicht abgeschlossen, weil das zieht sich dann lange hin. Wenn sich das einmal lange hinzieht, also die Leute ziehen es dann absichtlich lange hin. Also man muss hier aufpassen im Rechtssystem. Es gibt, das nennt sich hier Schikane. Das sind Methoden, um einen Prozess in die Länge zu ziehen. Zum Beispiel, indem man sich krank meldet, indem man und dann nicht erscheint. Dann dauert es wieder lange Zeit, bis der nächste Termin anberaumt wird. Und dann kommen ständig irgendwelche Einsprüche, die man erhebt gegen den bisherigen Verfahrensverlauf. Man behauptet einfach, dass der zuständige Staatsanwalt oder der zuständige Richter befangen ist. Das stimmt überhaupt nicht. Und es wird auch dann so entschieden, dass er nicht befangen ist und wieder weiter das machen darf. Aber bis das entschieden wird, dauert es auch wieder. Ja, das heißt also, das dauert dann viele, viele, viele Monate. Und dann irgendwann behaupten die, es ist verjährt. Da muss man jetzt aber dagegen klagen, dass das nicht verjährt ist, weil, obwohl die erste Verjährungsfrist zwar abgelaufen ist, eben diese ganzen Schikanen nicht als, nicht als verjährbarer Zeitraum zählen. Sondern die Verjährungsfrist ist 5 Jahre oder wo liegt die? Die Verjährungsfrist ist 5 Jahre, genau. Und das Ganze geht jetzt über 10 Jahre, aber allein 2 oder 3 Jahre davon ging es nur darum, ob es jetzt verjährt war oder nicht. Dann wurde entschieden, nein, es ist nicht verjährt, der Prozess geht weiter. Okay, das heißt, du hattest gleich am Anfang einmal eine sehr negative Erfahrung, die sich immer noch hinzieht, hattest aber auch positive Erfahrungen mit deiner Investition in Asunción und in San Bernardino, wo zumindest also du das Gefühl hattest, alles ist in Ordnung und das hast dann auch bekommen, hast dein Haus bezogen und hast das bis heute alles. Genau, also ich habe das Haus in San Bernardino bis heute, das andere Haus in Asunción habe ich verkauft, auch mit einem guten Gewinn. Das heißt, die Immobilien haben sich hier in wenigen Jahren, in diesen Anfangsjahren, sagen wir ungefähr verdoppelt. Das ist schon eine ganz gute Rendite. Also im Prinzip in 3 oder 4 Jahren damals hat sich das verdoppelt. Danach gab es dann eine schwierigere Entwicklung am Immobilienmarkt. Danach sind einige Teile des Marktes sogar leicht gefallen. Zum Beispiel die Wohnungen in Asunción sind gefallen seitdem. Hatte ich aber keine damals. Land, was weiter sehr stark gestiegen ist Land in Vororten. Und zwar insbesondere große Flächen, die man dann parzellieren kann. Das war dann auch eine Investition, die ich gemacht habe. Die Parzellierung, das ist also auch eine gute Investition von der Wertentwicklung. Wo hast du das gemacht? Aber auch da gab es dann eine sehr schwierige Geschichte, sehr schwierige Episode zwischendurch. Und das ist das ganze Thema der Invasion. Mal zurück kurz. Wo hast du das gemacht? Also in welchem Vorort? In Limpio. Ja, Limpio ist im Norden von Asunción. Genau, Limpio könnte man bezeichnen als äußersten Ort im Ballungsraum Asunción. Also als Ort, der quasi die Grenze zwischen dem verstädterten Raum und dem flachen Land ausmacht. Das heißt, es ist ein typischer Ort, wo alles noch sehr billig ist, wo alles stark wächst, wo alles zersiedelt wird. Man muss es so sagen, zersiedelt wird. Ja. Das liegt daran, die Paraguayer haben eine hohe Geburtenrate. Das ist immer gut für den Immobilienmarkt. Dieser Geburtenüberschuss, die Leute siedeln sich überwiegend an in den Randzonen von Asunción. Also es kommen viele Leute vom Land, wo die Geburtenrate hoch ist, die dann aber nicht da bleiben, die dann in die Stadt ziehen, die sich aber die eigentliche Stadt Asunción nicht leisten können, weil das dann doch schon ein sehr großer Preisunterschied ist. Die äußeren Vororte sind aber sehr günstig, sodass selbst ein Mindestlohnempfänger in Raten sein eigenes Grundstück haben kann. Das ist ja was selbst in Deutschland die meisten Leute heute nicht mehr können. Hier geht das noch, selbst für die Ärmsten der Armen.
allerdings dann eben am Rand der Agglomeration, also des Ballungsraums. Das heißt, du hast ein schönes Grundstück gekauft, hast es parzelliert und hast es verkauft, aber hattest dann auch dort wieder ein Problem. Ein anderes Problem, genau. Da hatten wir also keine rechtlichen Probleme, sondern da hatten wir auch ein sehr bekanntes Problem in Paraguay, das ist die Invasion. Es gibt also hier Landbesetzer, die teilweise organisiert und professionell auftreten. Und das war ein sehr großes Grundstück. Und da hatte ich dann bis zu 1000 Besetzer. 1000 Leute. 1000 Leute in 230 Hütten, teilweise auch schon Steinhäuser, die hochgebaut wurden. Das heißt, da ist eine richtige Stadt entstanden. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Da gab es sogar eine Art Führer. Der hat sich dann gleich 3 Grundstücke, schon parzellierte Grundstücke, unter den Nagel gerissen, ein richtig großes Haus draufgebaut, mit einem Fahnenmast, einer großen Paraguay-Fahne und einem Wappen. Das Wappen hat er selbst erfunden. Das war also das Wappen von dieser Stadt, die sich da innerhalb von einigen Monaten auf meinem Entwicklungsgrundstück aufgebaut hat. Und die Stadtverwaltung von diesem Ort, also man muss wissen, dass hier die Stadtverwaltungen sind korrupt und die Vororte von Asunción, das sind mit die korruptesten Stadtverwaltungen überhaupt. Und die haben mit denen in gewisser Weise zusammengearbeitet und dieses Wappen dann anerkannt in einer Abteilung der Stadtverwaltung, die für neue Wohnviertel da ist. Also es war praktisch ein von der Stadtverwaltung anerkanntes neues Wohnviertel. Aber du hattest den Grundstückstitel. Ich hatte den Grundstückstitel. Die Leute haben überhaupt kein Recht gehabt. Die haben aber, und das muss man jetzt auch noch sich vorstellen, dieser Führer, der sich dann auch noch sozialer Leader nennt, der ist in Wirklichkeit ein doppelter Betrüger, denn er betrügt nicht nur mich durch die von ihm organisierte Landbesetzung, sondern er betrügt auch diese ganzen wirklich armen Leute. Denen verkauft er zu einem irrsinnig niedrigen Preis. Ich sag mal, ein Grundstück da kostet, wenn man das in bar kauft, vielleicht $5.000. Deswegen können es auch die Allerärmsten leisten. Die haben keine $5.000, bezahlen das aber in Raten über 10 Jahre. Dann steigt der Preis natürlich durch den Zins, der eingerechnet wird, aber das sind dann Raten von vielleicht $100 und hier ist der Mindestlohn bei $300 und das sind normalerweise Doppelverdiener, die heutzutage arbeiten, auch die Frauen. Das heißt, selbst die armen Leute haben dann ihre $500-600 und können dann eine Rate von $100 bezahlen. So funktionieren diese Parzellierungen in den äußeren Vororten. So, und dann hat aber der soziale Leader denen das einfach für eine Einmalzahlung von vielleicht $500 oder $1.000 verkauft, mit irgendeinem Papier, das nichts wert ist, aber wo er selbst aber ein Wappen fabriziert hat, also ein Wappen drauf abgebildet hat, unterschrieben hat. Und diese ganz armen Leute, die haben natürlich geglaubt, weil der da residiert mit Fahnenmast, weil das Wappen in der Stadtverwaltung registriert war, dass das Ganze seine Legitimität hätte. Das heißt, der Führer hatte also sicherlich viele zigtausend, vielleicht auch einen 6-stelligen Betrag eingesammelt mit Verkäufen von Parzellen, die er gar nicht hat. Jetzt musste ich natürlich dafür sorgen, dass das freigeräumt wird. Das ist jetzt nicht so leicht, das macht die Polizei ja nicht gerne, dass jetzt ein solches großes Problem da beseitigt werden muss. Weil es gibt bei den Räumungen von besetzten Ländern gibt es oft Gewalt, das ist klar. Und weil die Leute glauben ja, sie sind im Recht, sie haben sogar was dafür bezahlt. Manchmal kommen Politiker von linken Parteien, die ihnen auch sagen, dass sie im Recht sind, obwohl das überhaupt gar keine Basis hat. Und das heißt also, das ist eine Aufgabe, die die Polizei nicht gerne macht. Die Staatsanwälte müssen das leiten, die Staatsanwälte machen das auch nicht gerne. Es weiß ja dann auch jeder von diesen 1000 Leuten, welche Polizisten jetzt dabei waren, dass der Staatsanwalt, der auch irgendwo da in dem Ort tätig ist, dass der dann diese Operation geleitet hat. Also die Leute machen das nicht gerne. Das ist nicht so leicht, eine Räumung zu kriegen. Dann kam das dazu, dass das sich so ausbreiten konnte, lag auch am Covid. Denn die
Besetzung hat angefangen kurz vor dem Covid. Und wir hatten dann den ersten Räumungstermin für den 20. März zugesagt bekommen von der nationalen Polizei. 20. März 2020. Wie viele Besetzer hattest du zu diesem Zeitpunkt? Also ich hatte dann zum 20. März 2020, da waren es vielleicht noch keine 1000, ich würde schätzen 500, aber es war auch schon recht groß. Die sind gewachsen in ihrer Community. Genau, es hat angefangen, also als ich das erste Mal das gesehen habe, ich bin da ab und zu hingefahren und plötzlich waren die ersten drauf, da waren es 30. Man muss aber dann, um das legal zu räumen, muss man halt doch einen gewissen Prozess anstrengen, was hier alles immer sehr langsam ist. Und in dieser Zeit, also von August, September 2019 bis März 2020, bis wir endlich den Räumungsbefehl durchgesetzt haben, den ersten, ist es angewachsen von 30 auf 500 geschätzt mal. Und dann war aber ab dem 12.3. war hier was man hier, der totale Lockdown. Das heißt also, der Räumungsbefehl, der ist ausgefallen. Das hatte ich also gerade um etwa eine Woche verpasst. So, und dann hat man gehofft, dass der Lockdown, die Epidemie dann innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten verschwindet. Wir wissen alle, das hat etwas länger gedauert. Und dann habe ich den zweiten Räumungstitel überraschend schnell durchgesetzt, nämlich im November 2020, als immer noch ein begrenzter Lockdown in Paraguay herrschte. Es war also die erste große Räumung, zumindest in dem ganzen Großraum Asunción überhaupt, nach der Beendigung des totalen Lockdowns. Und es war wirklich eine große, weil dann ist das von 500 auf 1000 angewachsen. Es war also schon beängstigend. Das heißt, da kann man auch auf sein eigenes Grundstück gar nicht mehr hin. Ich sage jetzt mal, als Deutschen erkennen die einen vielleicht dann auch. Und das ist dann also gefährlich, weil dann ist man ja in einem großen Gebiet, wo über 200 Häuser sind und 1000 Leute sind. Dann kam aber die Räumung tatsächlich. Und das war eine richtig große Aktion. Da kamen 600 Polizisten mit diesen Wasserwerferpanzern, also richtige Panzerfahrzeuge, mit Mannschaftsbussen, mit Schlachtrössern geradezu, also eine berittene Polizei auch. Es war richtig dann mit große eine Schlachtformation. Das heißt, die haben dann tatsächlich aber trotzdem geräumt. Also gut, und dann war es interessant. Also als diese 600 Polizisten kamen mit diesen ganzen, mit den Pferden, mit diesen Wasserpanzern, da haben sich die bereit erklärt zu gehen, freiwillig zu gehen. Und um zu verhindern, dass es da zu einer großen Schlacht kommt. Letztlich wussten die Leute auch, das wurde ihnen dann auch gezeigt, die Landwirte, dass sie keine Chance haben, das Ganze zu gewinnen. Ja, das heißt, wenn also einmal die Räumung kommt, dann kann man theoretisch können die bleiben, dann kommt es darauf an, wer ist jetzt stärker, wer ist nicht stärker, ist die Räumung erfolgreich, man weiß es vorher nicht genau. Aber du hast relativ schnell in diesem Fall von der Anzeige bis zum Gerichtsbeschluss der Räumung, hat es dann innerhalb von einem Jahr, hast du das erwirkt? Ja, also es war, sagen wir, die erste Besetzung war im August oder September und auch die Anzeige. Dann habe ich den ersten Beschluss erreicht bis März, also das waren also 6 Monate. Und den zweiten Beschluss dann im November, das sind dann nochmal 8 Monate. Und die 8 Monate, das wäre schneller gegangen, aber es hat so lange gedauert durch den Lockdown. Alle haben aber gesagt, dass das schnell ist. Es gibt andere Fälle, wo die Leute jahrelang warten. Also es war in dem Fall, es lag daran, einmal gab es da in diesem Vorort sehr viele Besetzungen. Es hat also explosionsartig überhand genommen, sodass die Behörden dann gesagt haben, die Behörden sind hier oft sehr träge, aber dass sie gesagt haben, also da in dieser Gegend müssen wir jetzt irgendwann mal auch was machen. Es ist schwieriger, wenn es ganz weit weg irgendwo draußen auf dem Land ist, 300-400 Kilometer abseits von den großen Straßen. Da ist es also deutlich schwieriger, die Räumung durchzubekommen. Es hängt dann auch davon ab, von der Region. Ja, es gibt Regionen, wo es weniger Besetzungen gibt. Es gibt Regionen, also im Nordosten von Paraguay, wo es mehr Besetzungen gibt, wo generell noch weniger Ordnung herrscht als jetzt hier in dem
zentralen Teil von Paraguay. Gut, aber es ist doch insgesamt, sage ich jetzt mal, sehr unwahrscheinlich. Es ist jetzt nicht so, dass es ständig passiert. Also du bist jetzt doch, hast Pech gehabt. Würdest du sagen, es war vielleicht auch, weil du ein Ausländer bist, dass man sich das ausgesucht hat, oder hattest du einfach nur Pech und es war Zufall? Also zunächst mal, es passiert wirklich auch vielen Paraguayern. Ja, es passiert nicht nur Ausländern. Ich glaube allerdings, dass es in meinem Fall doch eine Rolle gespielt hat, dass man Ausländer ist, weil die Stadtverwaltung zusammengearbeitet hat letztendlich mit den Invasoren. Und das ist was sie bei Paraguayern, wo sie da vielleicht eher zurückschreckt, weil normalerweise die Paraguayer, die solche großen Entwicklungsgrundstücke haben, sind oft aus Familien, die irgendwo politischen Einfluss haben. Und davor hat dann irgendein Abteilungsleiter in einer Vorortgemeinde dann vielleicht doch Angst oder denkt vorher, ne, das kriege ich nicht durch. Also von daher ist es eine Vermutung, dass das zumindest ein Faktor hätte sein können. Aber du hast ja dann schlussendlich, hat dein Grundstückstitel, hat sozusagen das Rechtssystem irgendwie doch noch gesiegt in diesem Fall. Das heißt, würdest du sagen, wenn der Grundstückstitel in Ordnung ist, dann bekommt man sein Grundstück auf jeden Fall frei, wenn einem sowas passiert? Man kann es sagen, man muss allerdings dann doch eben eine Zeit kämpfen und immer am Ball bleiben, damit die Behörden auch was machen, damit die auch tätig werden. Also man braucht gute Anwälte, man muss da viel Lobbyarbeit betreiben. Man muss uns auch eins dazu sagen, die Gesetze wurden geändert zum Positiven hin, noch nach meinem Fall. Und sie wurden vor meinem Fall auch schon mal geändert, es hat sich da also auch schon was verbessert. Und zwar galt zu dem Thema Räumungen von Landbesetzungen seit der Zeit des linken Präsidenten Lugo ein kompliziertes Protokoll. Das heißt, da mussten dann 14 Institutionen dieser Räumung zustimmen. Also irgendeine Jugendschutzbehörde, irgendein sonst was. So, und das ist wahnsinnig schwer. Das ist hier alles ein Flohzirkus in Paraguay. 14 Institutionen dazu zu bekommen, zuzustimmen. Das als Ausländer ist noch viel schwieriger zu erreichen. Es gab dann die erste Änderung 2019, weil es eben mehr und mehr Invasionen gab. Gab es die erste Änderung, wo dann dieses ganze Protokoll mit den 14 Institutionen abgeschafft wurde und es musste nur dann bewiesen werden, dass es wirklich der Landtitel ist. Da gab es dann eine Titelprüfung im zentralen Grundstücksregister, dann mit dem Katasteramt. Also es mussten auch noch einige Institutionen sagen, ja, dieser Titel ist zweifelsfrei von diesem Eigentümer. Und daraufhin konnte dann die Staatsanwaltschaft ohne Richterbeschluss, das war also auch eine positive Änderung, weil der Richterbeschluss dauert dann wieder recht lange, also von daher ging es etwas schneller, konnte der Staatsanwaltschaft dann die Räumung anfordern. Es war schon mal eine Verbesserung. Was nicht der Fall war, ist, dass man dann die ganzen Besetzer sofort festnehmen durfte, denn nach dem bis jetzt vor einigen Monaten geltenden Recht war die Höchststrafe für Besetzung 5 Jahre. Die wurde aber nie wirklich verhängt und, das muss man auch wissen in Paraguay, nur wenn die Höchststrafe für ein Vergehen mehr als 5 Jahre ist, zum Beispiel 6 Jahre, dann kann die Polizei Leute, die sie in flagranti erwischt bei diesen Verbrechen, sofort festnehmen und ins Gefängnis stecken. Und diese Änderung kam jetzt im Jahr 2021. Da wurde die Höchststrafe für Besetzer auf 6 Jahre und für Redelsführer auf bis zu 10 Jahre hochgesetzt. Und auch wenn diese 6 und 10 Jahre fast nie verhängt werden, dann gibt es aber der Polizei die Macht, diese ganzen Leute festzunehmen, in Handschellen, dann auf den Lastwagen und dann werden die irgendwo erstmal ins Gefängnis gebracht. Und davor haben die Leute Angst, weil die Gefängnisse hier sind nicht sehr angenehm. Ich vermute, dass die auch heute mit dem neuen Gesetz vielleicht nach ein paar Wochen rauskommen. Zumindest vielleicht nicht die Redelsführer, aber die normalen Besetzer. Aber zumindest allein dieses Gefühl, dass man nicht wie vorher einfach weglaufen oder wegmarschieren konnte im schlimmsten Fall, das spielt eine Rolle und das hat also die
die Lage deutlich verbessert. Das heißt, für alle, die jetzt Land kaufen, die profitieren also von dieser verbesserten Lage. Man muss dazu sagen, dass es war auch dringend notwendig, die Änderung. Den linken Parteien gefällt es nicht. Ja, das ist klar. Die glauben ja, dass die Leute das Recht hätten, Land einfach zu besetzen und dann zu halten. Aber es war einfach notwendig, weil es sonst hier überhand genommen hätte. Weil durch die Langsamkeit der Behörden und durch dieses organisierte Vorgehen der Besetzer man nur mit harten Strafen das Ganze halbwegs in Schach halten kann. Das heißt, du hattest eine Menge Ärger, aber schlussendlich ging das Ganze gut aus. Genau, es ging gut aus, wobei es ging natürlich noch weiter. Wir hatten diese Räumung, die große Räumung, die ging friedlich vonstatten. Und dann aber nach 3 Monaten hatten wir plötzlich wieder 25 Häuschen. Neue Besetzer. 25 Häuschen mit vielleicht 60 Leuten. Also es war viel, viel, viel kleiner als vorher. Das Problem war aber, das war jetzt ein harter, fanatischer Kern, die einfach nicht glauben wollten, dass das ein privates Grundstück ist, die sich irgendwie eingeredet haben, die einfach wieder draufgegangen sind. Und dann haben wir also wieder eine kleine Räumung beantragt und dann kamen wir das erste Mal an mit nur 3 Streifenwagen mit normaler Polizei. Die sind nicht gegangen. Also diese zweite kleine Räumung hat nicht funktioniert. Dann haben wir am nächsten Tag sagen wir, etwas schärfere Polizeieinheiten gefordert. Da kamen dann, zwar auch nicht viele, aber es kamen 10 andere Polizisten, aber von einer Spezialeinheit, die also so diese Schilder haben, diese speziell ausgerüsteten Leute, die schon etwas furchterregender aussehen. So, und dann sind sie trotzdem nicht weggegangen und dann hatten wir bei der kleinen Räumung durchaus Gewalt. Ja, dann ging es, also es wurde jetzt keiner verletzt, aber es kam richtig zu Prügeleien. Die wollten die wollten die Leute nicht in die Häuser reinlassen. Wir hatten dann einen Bulldozerfahrer, der nach der Räumung dann sofort die Hütten platt machen musste, weil einfach sonst würden die Leute sofort wieder reingehen in die Hütten. Das ist halt auch so und dann ist die Räumung vergeblich gewesen. Und die haben also dann, da kam es dann zu einer Schlägerei. Und dann wurden auch 3 von denen, die 3 Redelsführer, wurden dann festgenommen und in das nennt sich hier Calabozo, also das ist so ein kleines Gefängnis in der Polizeiwache, ist aber nicht sonderlich angenehm, wurden da hingebracht und waren dann insgesamt im Calabozo oder Gefängnis ungefähr 3 Monate und kamen dann aber doch wieder raus. Dann war Ruhe. Und dann war Ruhe. Dann sind sie allerdings in dieser ganzen Parzellierung sind ja einige Grundstücke als zukünftiger Stadtpark, also ein kleiner Stadtpark, ausgewiesen. Und der Stadtpark, den habe ich schon an die Gemeinde abgetreten. Das heißt, die sind dann zwar nicht auf meine Grundstücke, aber haben sich dann in dem zukünftigen Stadtpark angesiedelt. Also das heißt, es ist immer noch ein Problem, visuell, aber es ist jetzt kein Problem mehr, dass einer auf meinen Grundstücken drauf ist. Ich habe allerdings dann dieses gesamte, oder sagen wir mal, den größten Teil von dem Grundstück komplett in einem Block an einen Investor verkauft. Und das sind Investoren, die haben jetzt also vor den paar Leuten, die da im Stadtpark sind, keine große Angst. Das heißt, du hast insgesamt im Land jetzt positive Erfahrungen, Sachen gekauft, verkauft, hat gut funktioniert, hast negative Erfahrungen. Genau. Das mit der Besetzung war am Ende, das war natürlich erstmal auch, es sah aus, als wenn da wäre die zweite große Katastrophe jetzt schon würde die kommen. Aber wenn dann das Ganze so gelöst wird, auch wenn das hart ist, das sind natürlich keine angenehmen Szenen, das Ganze, aber immerhin, es ist dann am Ende gut gegangen und von daher war das dann in der Summe trotz allem es war trotzdem eine gute Sache, das so gemacht zu haben. Ja. Würdest du sagen, insgesamt jetzt auf 10 Jahressicht, hast du mehr Positives, mehr Negatives? Würdest du es wieder machen? Also zunächst mal hat man hier ein sehr angenehmes Privatleben. Also die Gesamterfahrung besteht aus dem Privaten und dem Geschäftlichen. Und man lebt hier sehr gut. Ich bin verheiratet mit einer Paraguayerin. Also wir haben ein wunderbares Leben, muss man wirklich sagen.
Man ist hier völlig frei in allem, was man macht und sagt. Es ist also sowohl in der Theorie gibt es ja sehr wenige Gesetze, die das Leben irgendwo einschränken. Es gibt in Deutschland viel mehr Vorschriften. Auch in Singapur gibt es viele Vorschriften, an die man sich halten muss. Hier kann man eigentlich tun und lassen, was man will. Man hat meistens schönes Wetter. Es gibt zum Leben, ja, man ist schnell im Grünen draußen an dem Haus am See. Man kann hier Outdoor-Sport machen, Fahrrad fahren, joggen gehen und so weiter fast das ganze Jahr. Man kann sehr gut abends weggehen. Es gibt in Asunción viele sehr schöne Restaurants her, die alle auf dem Niveau sind wie ein Edelrestaurant jetzt in München, aber viel günstiger sind. Es gibt auch gute Bars. Es gibt, Asunción ist bekannt für die Rooftop-Bars. Es gibt also auf den neuen kleinen Wolkenkratzern, die es jetzt hier gibt, auf dem Dach oft eine Rooftop-Bar, wo man die ganze Stadt sieht. Man sitzt da auch abends und nachts immer noch bei angenehmem Wetter. Also es gibt viele Annehmlichkeiten, muss man so sagen, im Leben. Ja, es ist insgesamt vom Privatleben auf jeden Fall gut. Vom Geschäftlichen würde ich sagen, es war mehr Gutes als Schlechtes. Es ist allerdings, ob das jetzt das Beste war, was man in den letzten 10 Jahren in der Welt hätte machen können, ist fraglich, weil in den letzten 10 Jahren haben sich bestimmte andere Dinge ja ganz hervorragend entwickelt. Einige auch, die man vorher gar nicht kannte. Also es haben sich doch viele Dinge getan, auch in anderen Teilen der Welt. Und hier muss man sagen, ist es in den ersten Jahren, also Paraguay hat sich hervorragend entwickelt bis 2014. Danach war ja ganz Südamerika in einer tiefen Wirtschaftsdepression. Paraguay hat sich sehr gut gehalten, relativ. Also die Wirtschaft ist weiter gewachsen, obwohl überall drumherum man sehr starke, also fast mit die tiefsten in Brasilien, Argentinien, die tiefsten Wirtschaftskrisen in vielen Jahrzehnten hatte. Relativ hat sich also Paraguay gut geschlagen, aber es war halt eine Zeit, in der viele andere Länder, viele andere Geschäftsfelder in der Welt einen unglaublichen Boom hatten, den man noch nie sonst vorher gesehen hatte. Und den hat man vielleicht hier dann nicht so mitbekommen. Und heute, wo investierst du in Paraguay oder jetzt nach vorne hinaus? Investierst du hier weiterhin? Also ich investiere hier weiter. Ja. Genau, also es gibt immer 2 grundsätzliche Dinge, in die ich investiere. Das eine ist eben weiter in Immobilien. Ich denke, dass die Immobilien weiter hochgehen werden, weil sie insgesamt in den letzten Jahren nicht sehr stark gestiegen sind und weil die Finanzierungsmöglichkeiten jetzt anfangen, besser zu werden. Paraguay ist ein Land, das hatte lange Zeit die höchsten Realzinsen der Welt. Das war in einer gewissen Weise auch gut für mich, weil man ja auch Geld, man konnte Kredite vergeben, man konnte Bonds kaufen von Firmen hier, wo man sehr hohe Zinsen bekommen hat, bei einer relativ niedrigen Inflation. Das war die ganze Zeit so. Jetzt sind die Zinsen, wie überall in der Welt, stark runtergegangen. Das bedeutet aber, dass die Leute anfangen können, sich zu verschulden und Immobilien zu kaufen. Und zwar sowohl die Endkäufer als auch Immobilienentwickler oder andere Investoren, die irgendwo in dem Markt in diesem Markt tätig sind. Und vorher waren die Zinsen so hoch, dass der ganze Hypothekenmarkt kaum existiert hat. Immobilienentwickler haben von Banken kaum Kredite bekommen und wenn dann zu Zinsen, die so hoch waren, dass das bestenfalls Überbrückungskredite sein konnten. So, und das Ganze ändert sich. Und wenn man jetzt denkt an zum Beispiel Spanien und Portugal, als die in die Eurozone gekommen sind und auch schon in den Jahren davor, als man wusste, dass irgendwann eben die Pesete umgewandelt wird in den Euro, die hatten vorher auch extrem hohe Zinsen von 15%, 17% für eine Hypothek. Und dann gingen die Zinsen stark runter auf das Niveau vom Euro und dadurch hatte man dann einen Immobilienboom in diesen Ländern über 15, 20 Jahre lang, der die Werte also in völlig andere Dimensionen getrieben hat. Der dann zwar am Ende in Spanien 2008
dann heiß gelaufen ist und wieder zum Kollaps geführt hat. Aber wir stehen jetzt vielleicht in Paraguay am Anfang einer solchen Entwicklung, bei der eben allein durch die Existenz eines Hypothekenmarktes, eines Kreditmarktes zu günstigen Zinsen die Werte der Immobilien hochgehen. Und die Immobilien sind nach wie vor im internationalen Vergleich hier sehr günstig. Ja. Wenn du jetzt vielleicht abschließend, wenn man jetzt nach Paraguay neu kommt, als Deutscher oder auch aus Asien, du kennst Singapur, du kennst Deutschland, wo liegen die Hauptfehler deiner Meinung nach? Oder worauf sollte man am Anfang insbesondere Acht geben, um nicht ins Fettnäpfchen zu treten? Also man sollte, wenn man hier ernsthaft investieren möchte, sollte man sich aktiv darum kümmern, sehr reputierte Dienstleister, also eben wie gesagt Notar, Anwälte, auch bei Immobilienmaklern muss man genau gucken. Bei allen Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, muss man sehr genau hingucken. Eine Falle für Deutsche ist folgendes. Wenn man hier als Deutscher herkommt, traut man ja erstmal den Leuten nicht und denkt, ich bin erstmal misstrauisch, ich will ja nicht in die Falle tappen, wenn da irgendeiner ankommt, Vorsicht und erstmal kein Geschäft machen. So, was dann aber passiert, ist, dass der typische Deutsche, der herkommt, und letztlich ich ja auch, am Anfang dem normalen Volk gegenüber erstmal sehr vorsichtig sind, dass wir aber ein Grundvertrauen haben zu Leuten, die einen Titel haben wie Anwalt, wie Notar. Mhm. Am allerschlimmsten ist es in der Politik. Ja, also wir Deutschen haben vielleicht auch nicht mehr das Vertrauen in Politiker, was wir früher hatten. Nur hier in der Politik, da sind viele richtige Gangster und die haben vielleicht wunderbare Titel. Und man würde einfach denken, dass Leute, die in einer Gesellschaft zu der führenden Klasse zählen, die entsprechende Titel haben, dass man denen gegenüber ein gewisses Vertrauen in diese Institutionen haben kann. Und das kann man hier nicht. Also die Regierungsbehörden sind durch und durch korrupt, sind extrem langsam, auch unprofessionell. Die Leute haben auch nicht die Qualifikation von einem deutschen Beamten. Sie haben es ist nicht nur die Ethik, die fehlt, es ist einfach auch die Qualifikation. Da werden Leute aufgenommen, weil sie irgendwo Neffe sind von irgendeinem Senator. Da wird der ganze Familienclan dann hochgezogen in den Rängen, steigt auf, auch wenn es Leute sind, die kein besonderes Bildungsniveau, keine Fachkenntnisse haben und die sitzen dann auf den Entscheidungsträgerposten und nutzen diese Positionen aus, um Bestechungsgelder zu kriegen. Aber also es ist einmal korrupt und es ist eben dann auch noch ohne Fachkompetenz. Das gilt also für die meisten Regierungsbehörden und es gilt eben auch teilweise für Anwälte und Notare. Aber es gibt hier auch die absoluten Top-Leute. Es gibt also hochreputierte Leute, die haben oft dann in Amerika auch studiert, die sprechen dann perfekt Englisch, besser als die meisten Deutschen. Die kennen die Welt oft besser als viele, viele Deutsche, sind überall rumgereist. Also man hat hier viele Leute, die absolut auf internationalem Niveau sind, auch in der Unternehmerklasse. Also schon bei mittelständischen Unternehmern sieht man manchmal, das sind wirklich honorige Leute, die über viele Jahre ihr Unternehmen aufgebaut haben und für die der Ruf wahnsinnig wichtig ist und die auch einfach von ihrem ganzen Bildungsniveau vom Auftreten top internationale Leute sind. Ja, es gibt alles. Es ist die riesige Spannweite. Es ist, was der Deutsche nicht kennt, ist oft, sind die Tiefen, die Abgründe von allem Möglichen. Das geht los bei den Straßen. Wir in Deutschland kennen meistens nur hervorragende Straßen und wenn man ganz großes Pech hat, gibt es vielleicht mal ein kleines Schlagloch irgendwo. Hier ist es so, hier gibt es auch mittlerweile viele hervorragende Straßen. Es gibt jetzt Autobahnen, es gibt sogar neue Autobahnen, die sehen mindestens so gut aus wie in Deutschland. Aber plötzlich kann es sein, dass von einem Moment zum nächsten ein Autobahnabschnitt kommt, wo Schlaglöcher sind, bei denen sie, wenn sie da reinfahren, tot sind, weil sie dann einen Unfall bauen, bei dem sie sich überschlagen und dann auf einer Autobahn, wo sie einfach weg sein können. Das gibt es einfach. Ja, und damit rechnet der Deutsche nicht. Der Deutsche rechnet immer, dass der Standard entweder gut oder mittelmäßig ist. Aber diese Abgründe nach unten kennt man nicht. Und diese Abgründe, die gibt es hier bei den
beim Charakter der Person, also es gibt die schlimmsten Finsterlinge, die aber positiv auftreten können. Bei der Kompetenz von Leuten mit Titeln, wo eben die Kompetenz völlig fehlt und jede Ethik völlig fehlt, das alles kann hier passieren. Und darauf sind die Leute oft nicht vorbereitet. Ja, und wenn sie aber sich darum bemühen, ja, die Leute nicht nur nach der ersten Sympathie zu beurteilen und dann wirklich sich die Arbeit machen, die reputierten Leute herauszufiltern und dann nur noch mit denen was zu machen und alles andere, auch wenn man leicht in Versuchung kommt, dann eben mal lieber nicht zu machen, dann kann man diese Klippe umschiffen. Ja. Also das Gleiche müssen sie tun bei allem, was sie kaufen, wenn sie eine Immobilie kaufen, wenn sie Handwerker haben. Es gibt Handwerker, die sind hervorragend wie in Deutschland und dann gibt es andere Handwerker, da glauben sie, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein, was ich hier sehe, was sie da geliefert bekommen. Ja, also man muss sich darauf gefasst machen, dass Dinge überraschenderweise fürchterlich schlecht sein können und man muss sehr viel Zeit darauf verwenden, nur mit Leuten zusammen zu sein, bei denen einem das nicht passiert. Vielen Dank, Julian, für deine Einschätzung.